Hi Leute, ich zeige euch in diesem Video, wie ihr für euer Haus die Heizlast berechnet und damit dann also auch in der Lage seid, die Heizungsanlage richtig zu dimensionieren, was super wichtig ist. Und das nach allen gültigen Normen. Das heißt, ihr könnt mit dieser Heizlastberechnung nachher auch wirklich arbeiten und euren Handwerker mit dieser Heizlastberechnung quasi auch entlasten. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt hier im Video. Los geht's, wir starten. Was brauchst du jetzt zur Heizlastberechnung? Eigentlich nichts weiter als einen Zollstock oder du kannst auch einen Laser nehmen und natürlich ein bisschen deinen Kopf. Und ich erkläre dir jetzt, wie du das Schritt für Schritt dann gleich machst, aber vielleicht vorab einmal ganz kurz, wozu brauchst du eigentlich die Heizlastberechnung? Die Heizlastberechnung in meinem Fall hier soll gemacht werden, weil eine Wärmepumpe eingebaut werden soll, also eine neue Heizungsanlage. Und wenn du auch eine neue Heizungsanlage einbauen möchtest, dann brauchst du die Heizlast. Das ist deshalb so wichtig, weil mit der Heizlast ermittelt wird, wie viel Energie in Form von Kilowatt, also wie viel Watt, wie viel Kilowatt benötigt dein Gebäude, um optimal beheizt zu werden, auch bei richtig kalten Temperaturen. Also mal wie zum Beispiel bei mir hier minus 10 Grad. Also das ist regional unterschiedlich und auch das kann man durchaus auch mit einfließen lassen, sollte man mit einfließen lassen, damit dann auch bei niedrigsten Temperaturen, die ja mal vorkommen können, du trotzdem nicht im Kalten sitzt. Das ist nämlich die Folge bei einer Unterdimensionierung der Heizungsanlage. Dann sitzt du im Kalten und die Heizung läuft nicht optimal bei kalten Temperaturen. Der Gegenpart ist, die Heizungsanlage wird zu groß dimensioniert und sie läuft dann auch wirtschaftlich nicht optimal, weil sie überdimensioniert ist. Und das gilt es zu vermeiden und es gilt da, die optimale Heizlast zu berechnen, um die optimale Heizungsanlage dann für dich auch rauszusuchen. Und ich zeige das jetzt hier an meinem Haus. Es ist ein altes Gebäude von 1960 und nehme dich da Schritt für Schritt mit durch. Und damit du das machen kannst, gehst du einfach auf heiz.report. Das ist diese Seite hier. Und auf heiz.report kannst du den kostenlosen Check starten. Das ist ganz wichtig. Es ist erstmal komplett kostenfrei. Und du kriegst da auch schon richtig viel Informationen dann nachher. Wenn du dann aber das ganze Projekt deinem Handwerksbetrieb übergeben möchtest, damit der das nicht mehr machen muss, diese Heizlastberechnung, denn die ist wirklich hier nach allen Normen gültig und anerkannt, dann hast du quasi, dadurch, dass du die Heizlast schon berechnet hast, erstens etwas, was im Angebot weggestrichen werden kann, da kannst du einsparen. Und dann mit 149 €, die du bezahlst, hast du kompletten Zugriff auf diesen kompletten Heizreport und kannst das weitergeben an deinen Betrieb. Und das ist dann, wie gesagt, kostenpflichtig, wenn du das Komplettpaket haben möchtest. Für 149 € ist aber deutlich günstiger, als wenn du es machen lässt. Und der Handwerker spart da auch eine Menge an Zeit ein, die du ihm dann quasi abnimmst. Also wenn du Lust hast, das selbst zu machen für dein Gebäude, dann ist das jetzt genau das Richtige für dich. Und du kannst dann auch vergleichen, wenn du zum Beispiel schon 2 Angebote hast für eine Wärmepumpe. Die einen bieten dir eine Wärmepumpe mit, ich sage mal eine Zahl, 9 kW an, die nächsten mit 12 kW. Dann kannst du hier rausfinden, was brauchst du denn eigentlich wirklich. Und dafür ist es halt auch super hilfreich. Du kannst hier unter dem Video übrigens auch hilfreiche Links finden, unter anderem auch zu diesem Heizreport. Wenn du über den Link gehst, kannst du entweder meinen Code noch eingeben, Sonne frei Haus, kriegst du 20% nochmal Rabatt drauf, also auch ziemlich cool. Und SHK Info hat dir wirklich was Tolles auf die Beine gestellt. Es hat Hand und Fuß und deswegen möchte ich es zeigen, weil ich es wirklich richtig cool finde als Tool für jemanden, der selbst ein bisschen messen möchte und seine Heizungsanlage gerade umbauen möchte. Also gehen wir mal drauf los und ich zeige dir Schritt für Schritt, was zu tun ist. Du klickst also auf kostenlosen Check starten. Da geht es einmal darum, dass du die E-Mail-Adresse eingibst, die Datenverarbeitung anerkennst und die AGB und dann drückst du auf Starten. Dann kommst du auch schon auf die nächste Seite. Das mache ich jetzt mal ganz schnell. Ich blende hier meine E-Mail-Adresse aus. Jetzt musst du einmal in deine Mails gehen. Da gibt es dann die Anleitung auch, wie du da vorzugehen hast und dann kannst du das Projekt öffnen. Da wählst du jetzt ein Passwort und mit diesem Passwort geht es dann weiter in dein Projekt. Wenn ihr jetzt hier das Passwort eingegeben habt, dann kommt ihr automatisch zur nächsten Seite und das ist die Seite, wo ihr alles zu eurem Gebäude eingebt. Das heißt, ihr startet erstmal mit Deutschland, Postleitzahl habe ich hier schon eingegeben, Einfamilienhaus ist es bei uns hier und dann das Baujahr, Brennwert Gasheizung, das ist unsere alte Heizung, das Alter der Heizungsanlage ist ab 1995. Trinkwassererwärmung, das ist bei uns hier auch über die Heizungsanlage mit Zirkulation. Wir sind 3 Personen hier und haben einen Jahresverbrauch in Gas, in Kilowattstunden wohl bemerkt, 16.800.
Und diese Daten gebt ihr ein. Dann habe ich jetzt hier noch angegeben, dass ich einen Holzkamin habe. Mit Buche heize ich hier. Dann, wobei das stimmt gar nicht, Birke. Mit Birke oftmals 2 Raummeter pro Jahr. Und das habe ich hier auch noch eingegeben. Das hat natürlich einen Effekt auch auf die Heizlast insgesamt. Und dann geht es weiter mit der Datenerfassung. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich das mache. Dafür brauchen wir jetzt den Zollstock. Und ich nehme euch da mit, wie ihr das dann auch Schritt für Schritt hier eingebt und dann am Ende das ganze Gebäude erfasst habt und mit diesen Daten dann eure Heizlastberechnung bekommt. Los geht's. Wenn ihr hier einen neuen Raum hinzufügen möchtet, dann könnt ihr das über den Button hier unten tun. Ich habe jetzt schon mal die Küche angelegt, gehe hier rein und dann seht ihr hier Bezeichnung, könnt ihr da schnell geben. Einfach Küche, dann die Etage ist wichtig, das Erdgeschoss, die Temperatur, die ich hier haben möchte, beträgt 21 Grad, beziehungsweise ja doch 21 Grad ist realistisch, ist angrenzend bei mir hier ans Wohnzimmer. Höhe müsst ihr hier eingeben, die muss ich gleich ausmessen. Dann die Fläche ermitteln, die steht jetzt hier schon drin, weil ich das schon einmal testhalber gemacht habe. Du rechnest das natürlich aus und gibst deine Daten hier ein. Die Fläche, also Länge mal Breite des Raums. Wenn du da irgendwo unsicher bist, gar kein Problem, denn hier sind überall Fragezeichen. Da kannst du draufklicken und dann wird dir hier gezeigt, wie du die Raumfläche berechnest mit Bildern. Und du hast hier ein Nachschlagewerk. Übrigens auch eine super Funktion hier. Wenn mal was schwierig ist, du eine Frage hast, kannst du hier den Chat öffnen. Da gibt es erstmal einen Bot und kannst dann sagen, du hast Probleme bei der Datenerfassung. Dann wird gefragt, ja, wobei denn hier, um welche Daten geht es? Und dann könntest du hier sagen, die Raumdaten. Ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich Probleme mit der Außenwandlänge zum Beispiel oder sagen wir Fenstertüren. Dann klicke ich hier drauf. Und dann wird gefragt, welche Frage können wir dazu beantworten? Wie berechne ich die Fläche der Fenster? Und ihr erhaltet dann hier innerhalb kürzester Zeit Hinweise darauf, wie man das Ganze berechnen kann und ja, worauf du zu achten hast. Und wenn du die Antwort nicht gefunden hast, kannst du sagen, okay, ich brauche weitere Hilfe und dann bekommst du ein Teammitglied zugeordnet und da wird dann gefragt, wie du angesprochen werden kannst etc. Das zeige ich jetzt hier nicht. Also, wenn ihr Probleme habt, könnt ihr das hier aber lösen. Diese Daten einzugeben, generell sollte aber nicht das Problem sein. Das ist relativ einfach. Außenwandlänge, auch hier wird erklärt, wie du das ermitteln kannst. Und ist die einfache Länge einzutragen, ist die einfache Länge aller Außenwände im Raum. Das ist deshalb wichtig, weil über die Außenwände die Wärme abgegeben wird. Und bei mehreren Wandflächen müssen diese Werte also addiert werden. Hast du also mehrere Außenwände, so zum Beispiel hinter mir diese Wand und dort vorne gibt es aber auch noch eine Wand, dann rechne ich diese Werte zusammen und das ist die Gesamtlänge der Außenwände. Und dann ist die Frage, was hier oben drüber ist. Geht es hier um einen beheizten Raum oder um einen unbeheizten Raum? Und der Raum hier über mir, der ist beheizt und zwar auch über 15 Grad, weil dort oben ist mein Büro. Daher klicke ich das hier an. Und hier unter mir ist der Keller. Da ist unbeheizt und wenn da jetzt erdreich wäre, müsstest du dann erdreich angeben. Dann gibt es hier noch ein paar Besonderheiten. Innenwand an unbeheizten Raum vorhanden. Dann müsstest du das anklicken. Innenwand an kälteren Raum vorhanden. Also wenn hier hinter jetzt zum Beispiel nicht die Außenwand, also die Außenluft wäre, sondern eine kühle Aufbewahrungskammer zum Beispiel, dann könntest du das hier angeben. Auch wenn hier oben drüber eine Dachfläche ist oder eine Dachschräge, dann kannst du das angeben. Okay, du siehst also, du hast einiges hier an Möglichkeiten. Auch wenn die Heizlast unter Umständen schon bekannt ist, kannst du das hier auch anklicken und eingeben. Und dann, wenn du hier weitergehst, kannst du noch andere Werte eingeben, wie Außenwand ist bekannt, also der U-Wert, angenommen es wurde mal was saniert, dann kannst du hier diesen Wert auch eingeben. Es ist also sehr umfangreich. Fenster und Türen müssen auch auf jeden Fall angegeben werden. Bei mir hier ist es ein 2-Scheiben Wärmeschutzglas. Auch hier eine Hilfe, wenn du dir unsicher bist, wie du das ermittelst, siehst du hier eine Anleitung, wie man das schnell erkennt. Und dann ist die Frage nach dem Rahmen. Das ist hier ein Holz- bzw. Kunststoffrahmen und die Fensterfläche muss berechnet werden, wieder mit Länge mal Breite. Ja, und wenn du den U-Wert von Fenstern auch kennst, kannst du den hier auch direkt angeben, genauso. Wenn hier Türen sind, also eine Außentür, die
nach draußen führt. Heizung ist auch wichtig, ist bei mir hier ein Typ 22 Heizkörper. Woran kannst du das erkennen? Auch hier ist wieder die Möglichkeit, das Ganze zu ermitteln. Du kannst die Rohrlängen noch hinzugeben, wobei das ist jetzt hier ein optionaler Schritt, den wollte ich eigentlich gar nicht haben, sondern ich wollte eigentlich dir zeigen, wie du ermitteln kannst, welchen Heizkörper du hast. Dafür muss ich jetzt einmal hier schließen, und zwar auf Hinzufügen, und dann erkennst du auch hier mit den Fragezeichen wieder, was hast du denn eigentlich? Ein Planheizkörper oder ein Kompaktheizkörper? Bei mir definitiv ein Kompaktheizkörper. Heizkörpertyp, Typ 22, weiß ich. Was ist denn das eigentlich? Hier sind die unterschiedlichen Typen auch wieder unterm Fragezeichen zu sehen. Typ 22 ist bei mir hier so ein zweigerippter. Ich zeige das auch gleich nochmal in den Daten, wenn ich das filme. Und dann gibst du hier auch die Daten an Höhe und Länge. Und das gehst du jetzt Schritt für jeden einzelnen Raum einmal durch. Und dann hast du schon einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Ich zeige dir jetzt, wie ich das hier mache im Schnelldurchlauf und zeige dir dann, wie das Ergebnis aussieht. Jetzt nehme ich dich mit und wir schauen uns mal die einzelnen Räume bzw. die einzelnen Werte einmal an. Für einen Raum mache ich das beispielhaft und dann die restlichen, da gehe ich schnell durch, mache das und komme dann hier wieder an den Rechner. Und ich fange mal an mit der Küche. Um jetzt die Fläche der Küche zu ermitteln, da gehe ich also als erstes so vor, dass ich hier die Breite der Küche abmesse und dann gleich hier von der nächsten Kante rüber die Länge. Danach brauchen wir dann noch die Höhe des Raums, das heißt einmal von oben nach unten messen. Beim Heizkörper geht es jetzt nicht darum zu gucken, wie tief der ist, sondern ihr schaut hier oben rein und seht dann auch, dass es ein Typ 2 Heizkörper ist, weil er zwei gegenüberliegende Reihen hat quasi. Und dann geht es um die komplette Größe, also einmal die Breite und einmal die Höhe, die gemessen werden muss, und auch das Ergebnis trage ich jetzt natürlich ein. Und die Fenster sind bei mir hier also diese Kunststofffenster, zweifach verglast, das trage ich auch ein. Ich habe jetzt einmal die Daten für die Küche aufgenommen und habe mir das Ganze aufgeschrieben hier in so ein kleines Heftchen. Habe mir übrigens aufgeschrieben, dass ich um 15:45 gestartet bin. Ich war gerade auch schon fertig, habe dann aber gemerkt, ich muss ja die Fenster noch messen. Deswegen bin ich jetzt erst fertig um 15:58. Also bei dir klappt das deutlich schneller, weil du nicht zwischendurch noch die Kamera hier führen musst, um das einmal zu erklären. Aber die Daten habe ich aufgeschrieben. Ich blende das auch mal ein. Ich habe jetzt also die Länge des Raums berechnet, klein a, 3,5 Meter. Habe ich gemessen, meine ich, nicht berechnet. Die Breite gemessen, 3,56 Meter ist klein b. Und wenn ich jetzt klein a mal klein b rechne, habe ich 12,46 Quadratmeter. Die trage ich jetzt hier ein, 12,46 Quadratmeter. Dann habe ich eine Außenwandlänge, die beträgt in diesem Fall hier auch bei mir 3,5 Meter und die andere Außenwand ist 3,56 Meter. Rechne ich das zusammen, addiere das, das ist hier übrigens auch nochmal erklärt dann sind das 7,06 Meter. Und dann habe ich die Höhe des Raums hier mit 2,37 Meter. Und das Fenster, das kommt jetzt als nächstes. Da gehe ich hier zu Fenster und Türen. Ich habe ein Zweischeiben-Wärmeschutzglas und einen Holz-Kunststoffrahmen, den blende ich auch noch mal hier ein, damit du das siehst. Und eine Fensterfläche von 1,79 Meter mal 1,27 Meter macht also 2,27 Quadratmeter. Und kann jetzt zur Heizung übergehen. Die habe ich natürlich auch ausgemessen. Heizung hinzufügen. Kompaktheizkörper bei mir Typ 22. Höhe 60, also 600 mm mal 800 mm hinzufügen. Und dann habe ich die Heizung hier, kann jetzt speichern. Und jetzt habe ich meine Küche hier angelegt. Und so gehe ich jetzt Schritt für Schritt vor. Und dann, wenn ich fertig bin mit dem ganzen Haus, dann komme ich wieder und zeige dir, wie es weitergeht mit der Berechnung. Jetzt habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht. Es ist jetzt 16:40 Uhr. So hast du ein bisschen Gefühl dafür, wie lange man braucht. Ich habe jetzt also alle Fensterflächen gemessen, alle Außenwände, die Dachschrägen, grundsätzlich die Grundfläche der Räume und gebe jetzt diese ganzen Daten ein. Natürlich auch die Heizkörper ermittelt. Und das gebe ich jetzt hier ein. Wenn ich alle Räume dann gleich fertig habe, schauen wir zusammen auf das Ergebnis. Ich habe jetzt alle Zimmer erfasst und alle Daten eingegeben und jetzt geht's weiter. Wenn deine Daten alle eingegeben sind, dann gehst du hier einen Schritt weiter auf Daten. Das ist jetzt wichtig, das sind deine Daten.
dass du hier die Anrede, deinen Namen eingibst, deine Straße, Hausnummer, eine Telefonnummer, die auch gültig ist. Ich gebe da jetzt eine andere an, weil ansonsten glüht hier, glaube ich, eventuell die Leitung. Und dann klickst du auf Abschließen. Jetzt gibst du hier an, dass du, das ist hier vorher nicht angehakt, ich habe das gerade schon einmal gemacht, die Gebäudedaten vernünftig angegeben hast, alle beheizten Räume angelegt hast, Raummaße und Fensterflächen richtig angegeben sind. Also das ist nochmal ein Check für dich selbst. Hast du an alles gedacht? Und das hier unten wichtig, dass die Ergebnisse vor Installation eines Heizsystems durch den installierenden Fachhandwerker zu prüfen sind. Das ist deshalb wichtig, weil es ja sein kann, dass du dich irgendwo vermessen hast und dann ist es ärgerlich, wenn dann nachher die Heizungsanlage falsch dimensioniert ist. Also das nochmal als Hinweis. Wie gesagt, der ganze Report hier, der erstellt wird, der passt nach allen DIN und Normen, aber zur Sicherheit nochmal gegenchecken lassen. So Leute, und ihr könnt jetzt natürlich hier auf den kostenlosen Check klicken und den dann auch bekommen und starten. Und ich habe mir jetzt Marco noch dazu geholt von SHK Info, um dann gleich reinzutauchen und euch zu erklären, was bekommt man denn im kostenlosen Heizreport eigentlich und was ist der Unterschied zur vollen Version, die ihr auch kaufen könnt. Denn die hat es nochmal in sich. Das kann ich schon mal verraten. Also ich klicke jetzt mal hier drauf, kostenlosen Check starten und sage in der Zeit, hi Marco, schön, dass du die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich freue mich natürlich und erkläre euch gerne unser Produkt, was wir hier auf den Markt gebracht haben. Ja, und du Siehst du siehst, glaube ich, auch meinen schon? Bildschirm, ne? Ja, ich sehe deinen Bildschirm, genau. Ich sehe jetzt hier schon ja, das ist ja der kostenlose Check, also quasi jetzt die Auswertung. Jetzt sieht man hier sogar deine Adresse. Ja, ich habe dir hier eine Musterstraße, habe ich mir hier Ah, vergeben. okay, Musterstraße. Ja, dann kann man also nicht zu dir nach Hause fahren. So, genau, jetzt haben Genau. wir hier schon mal das erste Ergebnis und zwar ist das hier eine Bewertung der Gebäudeheizlast und zwar in diesem Fall nach dem Verbrauchsverfahren. Ganz unten steht es auch, Verbrauchsverfahren, das heißt, wir haben hier Mhm. über den gesamten Verbrauch, gehen wir ein bisschen weiter runter, Ja, über den gesamten Verbrauch hier und über so ein paar Parameter, die du uns angegeben hast, also welche Art von Heizung hast du, Brennwertheizung, darüber schätzen wir dann oder dafür gibt es Verlustwerte, die da berechnet werden und du hast ja auch noch eine Solaranlage und einen Holzkamin und über diese Vollbenutzungsstunden und den Nutzungsgrad kommt man hier quasi auf eine ja, erste Berechnung der Gebäudeheizlast und die ist hier in deinem Ergebnis 6,9. Ein bisschen ja, weiter oben. haben wir hier oben gesehen, genau. Genau, Jetzt habe ich eine 6,9. Also Frage so an hat dich man, kurz. bitte? Inklusive Solaranlage, da habe ich gar nichts angeklickt. Ich habe nur angeklickt, dass ich einen Holzkamin habe mit 2 Raummetern Birkenholz. Wo kommt das dann Mhm. jetzt her? Ach so, ja, da steht ja inklusive Solaranlage beziehungsweise Holzkamin. Also das Ah, ist okay, eine Kategorie. alles klar. Also einfach, dass du zusätzlich jetzt zu deinem Verbrauch der Gasheizung, hattest du ja nur noch Holz verbrannt. Beides gehört ja zum Energiebedarf deines Gebäudes. Okay, und deswegen komme ich hier auch auf 20.000 insgesamt und nicht auf die angegebenen 16.800 bei der Gasheizung. Richtig, weil der Bedarf des Gebäudes hier höher ist. Ja, Okay. das ist, genau, das haben wir daraus quasi jetzt ermittelt und nach Verbrauchsverfahren sind wir dann ungefähr bei einer Heizlast ja bei circa 7 kW, 6,9. Okay. Mhm. Also das ist der eine Punkt, den wir im kostenlosen Check haben. Dann gibt es eine zweite, wenn du weiter runter guckst, ein zweites Merkmal. Also hier sagen wir erstmal 7 kW ist erstmal eine gute Heizlast, kann man mit einer Wärmepumpe super machen. Ja, das ist jetzt Dann aber geht noch keine Empfehlung, ganz wichtig, nochmal zum Verständnis. Ich kann jetzt nicht loslaufen und sagen, ich brauche eine Wärmepumpe mit 7 kW. Nee, also diese ganze Wärmepumpendimensionierung ist schon ein bisschen komplizierter und die übernehmen wir auch unter anderem im Heizreport komplett, den wir Okay. uns gleich noch angucken. Also es gibt ja, das ist jetzt erstmal, sage ich mal, eine kostenlose Information, die wir hier rausgeben. Aber wenn du wirklich dann so weit bist und sagst, yo, ich setze mein Projekt um, dann empfehle ich jedem den Komplettreport, den wir anbieten, der dann aber auch natürlich kostenpflichtig ist. Und da gucken wir uns gleich an, da ist einiges mehr noch drin. Ja. Und ich kann schon mal voraussagen, 149 Euro kostet er, aber ich finde, das ist ein super fairer Preis. Hm? Ja. Genau, also ja, genau. 149 im Moment. Dann haben wir hier einmal die Bewertung der spezifischen Raumheizlast. Also da sind wir jetzt schon etwas genauer. Du hast uns ja die einzelnen Räume erfasst und wir sagen dir hier schon mal, was ist deine durchschnittliche Heizlast von 136 Watt pro Quadratmeter. Und Mhm. wir zeigen hier auch an, welcher Raum ist hier dein bester Raum, der am wenigsten verbraucht, ein bisschen tiefer. Und welcher ist der höchste? Also das Bad oben hat hier die höchste Heizlast. Ja, okay. Mhm. Und dann wirst du jetzt, ja, dann siehst du hier mit unseren Daumen hoch und Daumen runter, wahrscheinlich einen Daumen runter, denke ich mal.
Genau, das liegt einfach daran, jetzt muss man sagen, 136 Watt pro Quadratmeter ist pro Quadratmeter schon eine recht hohe Heizlast. Liegt Ja, eben daran, dass du ein Gebäude von 1960, glaube ich, hast. genau. Genau. Und da ja auch jetzt, sage ich mal, an der Dämmung und so nichts gemacht hast, außer die Fenster saniert. Ja, Ne, war das ja. ja, So, und da steht dann bei uns auch jetzt auch schon in der kostenlosen Version, dass wir schon empfehlen, vielleicht erstmal zunächst Richtung Fenstertausch oder Dämmung zu überlegen. ja, Jetzt kein Ausschlusskriterium, aber es ist zumindest erstmal so jetzt unsere Empfehlung in diesem Fall, weil es schon irgendwo eine hohe Heizlast pro ja, Quadratmeter ist. okay. Mhm. Und das hat jetzt auch die Folge zum nächsten Kriterium, was wir hier kostenlos bewerten, und zwar, dass wir jetzt uns deine Heizflächen angucken. Und da siehst du zum Beispiel geeignete Heizkörper, die wir hier gefunden haben. Ich muss schon schmunzeln. Ja, einer. Also wir machen hier Folgendes. Wir haben jetzt hier geprüft, wenn du nur mit 55 Grad Vorlauf dein Haus beheizen möchtest, und das ist eben Wunsch in Bezug auf Wärmepumpe, dass man nicht zu hohe Vorlauftemperaturen benötigt, sondern niedrige, dann Ja, ist eigentlich nur ein Heizkörper tatsächlich ausreichend. Die anderen müssten vergrößert werden. Und das liegt eben an deiner hohen spezifischen Heizlast, dass dann einfach irgendwann die Heizflächen zu groß werden. Ne? Du kannst jetzt entweder Heizflächen vergrößern oder du kannst halt von außen dämmen. Ja, ja, ich sind die tendiere zu Heizflächen vergrößern, weil die Heizkörper ja auch optisch jetzt nicht so die allerschönsten sind und vor allen Dingen einfach rechnerisch definitiv zu klein. Und es geht schneller, als jetzt das ganze Haus zu dämmen, auf jeden Fall. Ne? ganz genau. Ja, das ist jetzt eben das, was wir im Prinzip schon mal als kostenlose Information zur Verfügung stellen. Okay, Ja, und genau. dieses Spiel bei 45 Grad Vorlauftemperatur ist kein Ich habe dann Heizkörper. gar nicht mehr. Hm. Ja. Und 45 Grad aus deiner Erfahrung, ganz kurz mal darauf einzugehen, ist sicherlich sinnvoller bei einer Wärmepumpe zu erreichen als 55, ne? Von der Effizienz her dann auch. Ja, 45 ist natürlich, also desto niedriger, desto besser. Deswegen ist ja am geeignetesten immer eine Fußbodenheizung, die natürlich nicht immer vorhanden ist. Ja, Ähm, aber man braucht jetzt auch nicht zu viel Geld in die Hand zu nehmen, um jetzt noch 5 Grad zu sparen. Also ich sag mal, also meine Zieltemperatur wäre so 50 Grad Vorlauf. ja, okay. Also zum Verständnis, diese 50 Grad benötigt man bei deiner Normaußentemperatur. Also ich sag mal bei minus 10 Grad, und das hast du ja nur wenige Stunden im Jahr. Ja, Also der Mittelweg wäre hier auch aus meiner Sicht ausreichend, wenn ich irgendwo mit 50 Grad später mein System betreiben kann. okay, super. Gut. Ja, Ja, hier steht es auch nochmal, ne? Umso niedriger diese Temperatur, umso effizienter arbeitet eine Wärmepumpe. Ja. Mhm. genau. Richtig. Ja, und jetzt siehst du schon weiter. Wir empfehlen natürlich dann, nachdem man jetzt ein bisschen mit seinem Projekt fortgeschritten ist und du jetzt gesagt hast, okay, komm, es kommt jetzt wirklich die Wärmepumpe, da empfehle ich dir dann natürlich hier diesen Heizreport komplett. Ja. Da können wir natürlich jetzt auch mal reinschauen, oder was heißt natürlich, das ist ganz toll, dass ihr das ermöglicht, dass wir das hier mal zeigen können, weil Mhm. da möchten wir auch ganz klar und offen drüber sprechen. Soll ja keiner irgendwie die Katze im Sack irgendwie sehen. Ihr habt das, glaube ich, auch als Muster auf eurer Webseite, aber Mhm. hier für mein Haus können wir es jetzt auch einmal zeigen, richtig? Ja, da gehen wir mal speziell in deinen erst ausführlichen Report. Den hatte ich dir eben zugeschickt. So, da schauen wir jetzt mal gemeinsam in den Report. Gut, hier sieht man schon, deine Normaußentemperatur ist 10,3. Also allgemein zum Verständnis, jetzt in diesem ausführlichen Report haben wir jetzt mehrere Dinge, die wir da drin haben. Wir haben einmal die ausführliche Heizlastberechnung, also wirklich die Heizlastberechnung pro Raum. Wir haben am Ende den hydraulischen Abgleich. Mhm. Typ B. Das heißt, das ist der Abgleich, der auch förderfähig ist. Also das ist ein Kriterium, was man abgeben muss, um überhaupt Förderungen zu erreichen. Ja, Und das ist eine Leistung, die man sonst beim Handwerker kaufen müsste. Also die Heizlastberechnung und der hydraulische Abgleich, ja, wäre sonst kostenpflichtig beim Handwerker zu erwerben. In diesem Fall würde man das als Kunde schon selbst machen können und kann dann diesen Bericht auch mit dem Handwerker teilen. Deswegen okay. steht hier unten, teile den Heizreport mit deinem Fachbetrieb. Ja, 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 alles. das ist also die erste Funktion. Also wir möchten eigentlich so ein bisschen, dass die Datenaufnahme, was ja auch sonst kostenpflichtig ist, wenn ein Handwerker da 2 Stunden das Haus aufmisst und die Berechnung macht, ähm, diese Arbeit ein bisschen verlagern. Die kann man als Eigenheimbesitzer selbst machen und nutzt dann am Ende das und teilt diesen Report mit seinem Fachbetrieb, um damit ihm die Anlage gemeinsam zu planen.
Ja, ist ja mega, weil ich glaube einfach auch die Arbeitskraft von den Handwerkern, 2 Stunden durchs Haus zu laufen, kann man sinnvoller einsetzen und können auch die Handwerksbetriebe besser einsetzen. Ne? Also an der Stelle eine tolle Situation für beide Genau, und Parteien. es war ja so einfach gemacht, dass jetzt eigentlich keine Frage offen war, ne? Du hast mich ja Nee, ich habe zwischendurch auch nicht gerade schon gesagt, kontaktiert. einmal, ich habe eine Stunde gebraucht, ne, für alles. Ja, eine Stunde, ja. Super. Genau, also man kann diesen Report teilen, aber gucken wir mal in die Ergebnisse. Ja, das ist natürlich jetzt spannend. Genau, also das ist die Wiederholung des Verbrauchsverfahrens. Da ist nochmal die DIN, nachdem das gerechnet ist, also das, was auch im kostenlosen Check schon drin ist. Mhm. Ne, das hatten wir ja schon erklärt. Ich scroll hier mal Und ein bisschen weiter genau, und runter. jetzt kommt hier, stopp, jetzt kommt hier die raumweise Heizlastberechnung nach der DIN 12831 und die ist, wie gesagt, auch Förderbedingung. Die gehört zum hydraulischen Abgleich Typ B, Ja, ist eben für die Förderung zwingend erforderlich. ja. Da sieht man jetzt jeden Raum, jetzt zum Beispiel mal kurz die Küche, da sieht man jetzt die Innentemperatur, hast du mit 21 Grad gewählt und Mhm. dann sieht man hier, wenn du ein bisschen weiter runter gehst, die Wärmeverluste. Wir haben also Fußboden, Außenfenster, Außenwand und da habe ich jetzt für jeden Raum die Heizlastberechnung. Hier sehe ich es jetzt, ne? Genau. Marco, welcher Wert ist jetzt für mich quasi interessant? Die 109 Watt pro Quadratmeter hier, oder? Also die 109, die zeigen, wie gesagt, wieder an, wie der Raum liegt, also pro Quadratmeter, aber eigentlich brauchst du hinten die 1355 Watt, Mhm. weil das ist die Leistung, die dein Heizkörper später erbringen muss. Okay. Ne? Aber die Prüfung machen wir im Heizreport auch automatisiert. Gucken wir uns gleich an. Ja. Also das ist die Wattzahl, die interessant ist. Jetzt hast du das natürlich für jeden Raum, deswegen ist es eine sehr ausführliche Berechnung. Also es ist jetzt raumweise Heizlast. Also dieses Blatt hast du jetzt quasi für jeden Raum. Ja, lass uns noch mal ganz kurz drauf eingehen. Du hast schon gesagt, Fußboden ist hier. Ja. Das sind die Wärmeverluste, die hier dargestellt sind. Ja, also wir befinden uns jetzt im Erdgeschoss und Mhm. dein Fußboden ist ja quasi gegenüber einem unbeheizten Keller. Mhm. Das heißt, dieser Raum verliert seine Wärme im Moment Richtung Keller. Ja. Dann verliert er seine Wärme über die Außenfenster. Das ist mit AF gekennzeichnet und über die Außenwand. Ja. Das Okay. ist alles, was du auch erfasst hattest. Und logischerweise verlierst du jetzt keine Wärme Richtung deinem Obergeschoss, da du das Obergeschoss ja auch mit 21 Grad beheizt. Ja. Okay. Mhm. Ne? Und so habe ich dann wirklich eine raumweise Heizlastberechnung. Das bedeutet, jeder Raum wird geprüft über seine Bauteile, die Wärme verlieren. Und die werden hier aufgelistet. Also alle Bauteile, über die ein Wärmeverlust entsteht. Ja. In diesem Fall entsteht jetzt über die Decke, ja, über die Decke kein Wärmeverlust. Wenn wir gleich mal im Obergeschoss gucken, du könntest ja mal so einen Obergeschossraum zeigen. So, da sieht das Ganze jetzt anders aus. Da hast du auch mit 21 Grad gerechnet. Und da siehst du jetzt schon, da habe ich keinen Fußboden mehr, sondern da habe ich einmal ein Dachfenster. Mhm. Ja, dann habe ich ein Dach und ich habe auch eine Decke. Also ein Dach ist quasi deine Schräge, die du erfasst hast. Das ist Ja. deine Dachschräge, die ist Richtung Außenluft. Und die Decke in diesem Fall ist dein Spitzboden, also die Fläche, die du gegenüber deinem Spitzboden gerechnet hast. Weil das grenzt ja nicht an Außenluft, das ist quasi dann als Decke gekennzeichnet. Dann haben wir noch das Außenfenster und die Außenwand. Und Mhm. in dem Fall ist es andersrum. Es gibt keinen Fußboden, weil der Fußboden verliert keine Wärme, da unten auch beheizt wird. Ja. Okay. Alles. Ja. Dieser Raum benötigt jetzt 1200, nee, etwas weiter unten, 1428 Watt benötigt jetzt dieser Raum. Okay. Mhm. Und das kann man sich jetzt also pro Raum alles anschauen und dann habe ich ja, nehme ich mal an, auch noch eine Die Zusammenfassung. Gesamtauswertung hast du jetzt. Genau, 99 Quadratmeter insgesamt an Fläche und hier sind jetzt noch die Transmissionswärmeverluste, also die Verluste durch die Wände und dann hast du auch nochmal Lüftungswärmeverluste, die hier mit 1200 berechnet sind und dann kommst du hier auf eine Normheizlast von 9,4 kW. Okay. Und da Und sieht was man schon, gucke ich also mir das das jetzt kann. an? Einfach für alle, die da jetzt auch zuschauen, was habe ich jetzt, was kann ich mit diesem Wert machen, mit diesem 9,4 kW? Ja, also das ist jetzt wirklich die berechnete Leistung, die du benötigst bei minus 10 Grad. Also dein Wärmeverlust durch die Bauteile, die einfach Außenluft berühren oder Erdreich berühren, ist das eine angegebene Leistung. Also es ist Mhm. kein Verbrauch. Eine Leistung, was die Wärmepumpe
naja, Wärmepumpe erbringen ist nicht ganz richtig, also eine Leistung, die das Haus benötigt. Ja, Und mit der kannst du jetzt deine Wärmepumpe dimensionieren, also auswählen. ja, Und das ist auch das, was der Heizreport jetzt automatisiert als nächstes macht. Jetzt kannst du mal weitergehen. mhm. Dann, ach so, da wird noch mal ein bisschen gezeigt, über welche Bauteile verliert dein Gebäude jetzt die Energie in so einer schönen Ansicht. Natürlich am Ja, meisten über die Außenwände. Na, sehr ausführlich, ja. Mhm. genau, ja, da sind noch so ein paar Plausibilitätsprüfungen, dass man noch mal prüft, ist denn jetzt wirklich das unterste Stockwerk nicht an erdreich? Ist ja in dem Fall richtig, da du ja einen Keller hast. Ja, und jetzt kommen So, wir hier zu. Auslegung des Wärmepumpensystems. Da hattest du jetzt angegeben, 3 Personen. Dadurch errechnen wir so einen Tagesbedarf an warmem Wasser. Mhm. Und jetzt siehst du unten schon ein Dimensionierungsbeispiel für die Wärmepumpe. Jetzt nimmt man nämlich diese 9,4 kW und prüft mit einem Bivalenzpunkt von -7, welche Leistung müsste deine Wärmepumpe haben. Ja, Ja, wir haben jetzt hier keine Sperrzeit in diesem Beispiel. Also das ist eben, da kann es jetzt noch mehrere Faktoren geben. Hast du Sperrzeiten? Wie nutzt du was für einen Stromtarif nutzt du? Aber bei keiner Sperrzeit wäre hier die empfohlene Leistung der Wärmepumpe eine 8,5 kW Wärmepumpe. ja, okay. Mhm. Und das ist jetzt die entscheidende Zahl, die man vielleicht braucht, wenn dir jetzt verschiedene Angebote vorliegen und der eine bietet dir eine 9 kW Wärmepumpe an und der andere eine 12. Ja, dann Ja, habe ich hier dann, eine deutliche Tendenz, wohin es gehen sollte, laut genau, Berechnung. Dann richtig. würde ich die Neuner nehmen, ne? Genau, in dem Fall dann die Neuner. Also man trifft das ja jetzt nicht auf 500 Watt, aber genau. Also da sieht man jetzt eine Empfehlung und wenn du ein bisschen weiter gehst, haben wir auch eine ganze Dimensionierungstabelle, wo man nochmal andere Werte sieht. Also wenn jetzt deine Wärmepumpe zum Beispiel nur 8 kW hätte, also du hättest jetzt eine, die macht nicht 8,5, sondern 8, Ja, dann würdest du hier sehen, zum Beispiel, wenn du bei der 0 und der 15 guckst, wo da die 8,17 stehen. ja, Ja, da zum Beispiel, das heißt einfach, dann wäre der Bivalenzpunkt nicht bei -6, nicht bei -7, sondern eher Richtung -6 wäre mhm. dann der Bivalenzpunkt. Okay. Mhm. Wenn das jetzt, also wäre jetzt noch genauer Bivalenzpunkt, Dimensionierung von Wärmepumpe, wir haben ja 1000 Videos oder, na 1000 noch nicht, aber viele Videos Viele? zu diesem Thema. Ja, Das sprengt jetzt den Rahmen dieses Videos. Auf jeden Fall ist die Heizlast, kann man sich merken, nicht gleich die Leistung der Wärmepumpe, sondern die Wärmepumpendimensionierung ist nochmal speziell hier durchzuführen. Ja, ja, der ja, klasse. Also Heizreport auch von mir hilft ganz dir klare, aber. Entschuldigung, jetzt habe ich dich ein bisschen unterbrochen, aber ganz klare Empfehlung, bei euch auf dem Kanal auch mal vorbeizugucken. SHK Info werde ich hier auch nochmal verlinken, weil ja, da gibt es so viel Info über die Wärmepumpe, über Einstellungsmöglichkeiten, hydraulischer Abgleich und so. Mega cool. Ähm, und das hier ist auf jeden Danke. Fall schon mal richtig hilfreich. Also das nächste, was jetzt kommt, ist, musst du ein bisschen weiter runterblättern, ist jetzt die Heizkörper. Also da ist jetzt so eine Mhm. Bestandsaufnahme. Welche Heizkörper hat man? Dann kannst du noch ein bisschen weiter runter. Da steht dann gleich eine Empfehlung, so Austauschempfehlung. Mhm. Machen wir noch ein bisschen mehr. Da haben wir jetzt 60 Grad. Wir wollten ja 55. Also hier geben wir eine Austauschempfehlung. Also der Heizreport hat hier sofort eine Empfehlung. Ja, diese Heizkörper müssten gewechselt werden. In deinem Beispiel leider jetzt alle, aber wir geben sofort eine Empfehlung und du siehst direkt jetzt für deine Investition, an wie viel Heizkörper muss ich ran. Ja, Das ist noch eine wichtige Info. Und dann noch ein bisschen weiter, wenn du mal ein bisschen runterscrollst, noch mal einiges. Da sind jetzt verschiedene Temperaturen. Dann kommt gleich noch sowas, das nennt sich hydraulischer Abgleich. Das sagt auch vielen etwas. Da kommt es ja. hydraulischer Mhm. Abgleich. Also wir berechnen hier alle Heizkörper mit ihrem Durchfluss, mit ihren Einstellwerten. Genau, hier werden alle Heizkörper berechnet. Das heißt, wenn das so umgesetzt wird mit diesen Heizkörpern, sind hier direkt die Einstellwerte, die der Handwerker benötigt. Die muss er einstellen. Hydraulischer Abgleich ist fertig gerechnet. Also das ist eben alles in diesen 149 € enthalten. Ja, mega. Mache ich selten, aber ich muss sagen, finde ich richtig krass cool. Und vor allem Preis-Leistung hier in dem Fall, weil du kriegst ja richtig viel Information, die wertvoll sein kann, bevor man sich eine Wärmepumpe kauft, einfach aus dem Gefühl heraus sich verlässt vielleicht auf den Betrieb. Und wir haben ja schon gerade darüber gesprochen, teilweise sind die Angebote einfach unterschiedlich. Und bevor Ja, ich da einfach sage, ja, jetzt nehme ich halt das, was mir besser vom Gefühl her passt, sind diese 149 €, glaube ich, gut investiert. investiert. Weil Ja, ansonsten habe ich also eine Wärmepumpe, die überdimensioniert ist oder die unterdimensioniert ist. Und das ist natürlich dann alles andere als cool für die eigene Situation.
Genau, also diese Berechnung macht sonst alle die Heizungsbauer, aber die sind halt sehr aufwendig, ne? Weil du hast ja auch erst eine Stunde Zeit investiert. Und so kommt quasi diese Ersparnis zusammen. Also man nimmt einfach ein bisschen Arbeit ab Ja. und man kann diesen Report mit dem Handwerker teilen. Man kann dann daran mit dem Handwerker zusammen sein Projekt umsetzen. Dadurch kommen diese Synergieeffekte, die man einfach nur nutzt. Ja, mega cool. Marco, danke, dass du so kurzfristig mit reingesprungen bist. Und Leute, wenn euch das interessiert hat, dann auf jeden Fall hier unten drunter findet ihr alle Links zu diesem Thema, auch zur SHK-Info und natürlich auch um den Heizreport zu machen. Die kostenlose Variante und natürlich auch den Code Sonnefreihaus. Da kriegt ihr dann nochmal 20% Rabatt auf das Ganze. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe es jetzt für meine Situation gemacht. Bin ganz gespannt drauf, wie jetzt dann hier die Situation weiter sich entwickelt, denn ich möchte ja hier eine Wärmepumpe einbauen und mal gucken, was dann der Fachbetrieb errechnet. Und da kann man das natürlich nochmal schön vergleichen. Marco, darauf bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wir sind im Austausch. Und Gerne. ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und an der Stelle sage ich Tschüss, Marco, sonnige Grüße an alle und bis bald.